Hallo zusammen, mit diesem kleinen Video will ich euch zeigen, wie ich an meiner Yamaha MT-09 einen Kettensatz ausgetauscht habe. Das ist natürlich vom Doing her auf andere Motorräder auch übertragbar. Diese Kette ist verschlissen. Sie lässt sich unabhängig von der Spannung deutlich vom Kettenrad hinten abheben. Ich brauche einen neuen Kettensatz und ein gescheites Werkzeug. Dieses hier ist zwar etwas teurer, aber es erleichtert die Arbeit gegenüber billigeren ungemein. Das hier ist die Spannschraube. Sie wird bei allen Arbeiten quasi an der Rückseite der Kette angesetzt. Zur Arretierung ist sie innen hohl. Das hier ist die Druckschraube. Mit ihr werden die Aktionen letztlich ausgeführt. Durch Eindrehen kommt ein Dorn zum Vorschein. Anhand der Markierung merke ich mir die Position des Schaltgestänges und hänge das Schaltgestänge aus, um Zugang zur Ritzelabdeckung zu haben. Dann entferne ich die 3 Schrauben der Ritzelabdeckung. Eine davon liegt unter den Schläuchen verborgen. Das Ritzel sitzt auf dieser Welle. Die Mutter ist laut Handbuch mit 95 Newtonmetern festgedreht. Auf der Welle, auf der das Ritzel sitzt, gibt es Einkerbungen zur Sicherung der Mutter. Diese Einkerbungen stellen allerdings zur Öffnung mit einer 30er Nuss kein ernsthaftes Problem dar. Ich brauche nur jemanden, der auf der anderen Seite die Fußbremse tritt, damit sich das Ritzel nicht dreht. Die Einkerbungen sind jetzt etwas aufgebogen und haben keinerlei Funktion mehr. Die Muttern des Kettenrads sollen laut Handbuch auch mit 80 Newtonmetern gesichert sein. Daher empfiehlt es sich bereits jetzt, mit getretener Fußbremse die Muttern zu lockern. Zum Trennen der Kette drehe ich den Dorn zunächst so weit ein, bis er nicht mehr sichtbar ist. Jetzt geht es darum, einen Kettenbolzen herauszutreiben. Zuerst wird positioniert. Durch Drehen der Druckschraube positioniere ich den Dorn auf dem Kettenbolzen. In der Gebrauchsanweisung sieht das so aus. Der Bolzen wird nun herausgepresst. Das Werkzeug wird wieder entfernt und siehe da, etwas zu wenig, der Bolzen klemmt immer noch. Den Rest macht eben dann die Zange. Jetzt kann ich die alte Kette einfach nur abrollen. Um das Kettenrad zu ersetzen, muss ich das Hinterrad ein- und ausbauen. Da ich diesen Vorgang schon mal in einem anderen Video gezeigt habe, hier nur im Schnelldurchgang. Ich mache das alte Kettenrad ab. Und setze das neue Kettenrad auf.
Zur Sicherung der Muttern trage ich etwas Medium Loctite auf. Die 6 Muttern ziehe ich über Kreuz einigermaßen an. Bevor ich vorher die Muttern gelöst habe, habe ich ihr Anzugsmoment getestet. Statt der angegebenen 80 Newtonmetern habe ich nur etwa 55 Newtonmeter ermittelt und genauso ziehe ich jetzt an. Dann geht es wieder an den Einbau des Hinterrads, den ich anderweitig ja schon mal beschrieben hatte. Wir schauen uns das alte Ritzel und die alte Mutter sowie die Welle mit ihren Einkerbungen nochmal an. Das neue Ritzel wird mit der Schrift nach außen aufgesetzt, dabei die Unterschlagscheibe nicht vergessen. Die neue Mutter setze ich lose von Hand an. Dann wird die noch offene Kette lose aufgelegt. Ich achte darauf, dass das Hinterrad möglichst weit vorn sitzt. Auf das offene Verbindungsglied schmiere ich das beigelegte Kettenfett. Und setze 2 der mitgelieferten Ohrringe auf. Die Kette zusammenzufügen gestaltet sich so schwierig. Viel besser gelingt das Einsetzen auf dem Kettenrad. Das Vernieten erfolgt aber wieder an anderer Stelle, wo ich mit dem Werkzeug hinter die Kette komme. Zuerst werden die beiden restlichen Ohrringe aufgesetzt. Zum Aufsetzen der Kettenlasche wird die magnetische Positioniereinheit benutzt. Beim vorderen Teil ist dabei auf korrekte Justierung zu achten. In der Gebrauchsanleitung wird das so dargestellt. Jetzt muss ich das Werkzeug so ansetzen, dass der Dorn in die Nut der vorderen Positionierlasche greift. Das ist die in der Mitte hier. Die erste Justierung erfolgt dabei über die Spannschraube hinten. Dann wird der Dorn in die Nut auf der Positioniereinheit gedreht. In der Gebrauchsanleitung wird dies so dargestellt. Und jetzt wird die Lasche mit einigermaßen Gefühl aufgepresst. Sieht doch gut aus. Jetzt muss ich die Köpfe dieser Bolzen etwas aufspreizen. Dazu setze ich in das Werkzeug den Bolzenanschlag ein. Diesen positioniere ich zunächst hinten auf dem Bolzen. Hier der Bolzenanschlag in Detailansicht und hier die Detailansicht in der Spannschraube. Hinten positionieren, vorn den Dorn der Druckschraube in die Öffnung des Bolzen.
So sieht das dann in der Ansicht von oben aus. Und hier wieder die Ansicht aus der Gebrauchsanweisung. Jetzt erfolgt das eigentliche Vernieten. Ist doch etwas Schmackes erforderlich. Das muss man natürlich für beide Bolzen tun. Ich würde sagen, das sieht ganz gut aus. Die Pilze sind deutlich gespreizt. So, jetzt noch das Rätsel mit 95 Newtonmetern anziehen. Gegenüberliegend tritt jemand auf die Bremse. Auch die neue Mutter ist gegen Verdrehen zu sichern. Und das natürlich auf beiden Seiten. Jetzt werden die 3 Schrauben der Ritzelabdeckung wieder angebracht. Jasne lista šufluji nesti zopide. Moj kam mit sogan, öffne Borst. Hast.